Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. And we are back continuing our devotional. Wir sind zurück, um mit unserer Andachtsreihe weiterzumachen. Romans chapter 8, verse 28. Römer 8, Vers 28. Here it says in the Passion, so we are convinced that every detail of our lives is continuously woven together for good. Hier heißt es in der Passion Übersetzung, so sind wir überzeugt, dass jedes Detail unseres Lebens ständig zum Guten verwoben ist. For we are his lovers who have been called to fulfill his designed purpose. Denn wir sind seine Liebhaber, die dazu berufen sind, seine Bestimmung zu erfüllen. Now, this is a verse that I believe has been misunderstood by many Christians. Das ist ein Vers, der meiner Meinung nach von vielen Christen missverstanden wurde. And I believe not only misunderstood but misused. Und ich glaube, nicht nur missverstanden, sondern auch falsch angewendet. I will tell you why. Ich werde dir sagen, warum. Because I don't believe that everything works together for good. Denn ich glaube nicht, dass alles zum Besten dient. You see, in the New King James Version it says, and we know that everything works together for good for those who love God and are called according to his purpose. So wie es in der Lutherbibel heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. I like how the Passion says that we are convinced. Ich mag, wie es die Passion ausdrückt, dass wir überzeugt sind. Because it needs to become a deep conviction in our heart that everything is woven together for good. Denn es muss zu einer tiefen Überzeugung in unserem Herzen werden, dass alles zum Guten verwoben ist. But how come? We just said that I don't believe that everything actually works for our good. Aber wie kommt es dann, dass ich gerade gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass uns in der Tat alles zum Guten dient? You see, number one, there are conditional promises and unconditional promises. Es gibt Verheißungen, die eine Bedingung haben und solche, die bedingungslos sind. And I will talk about this in a minute. Und ich werde gleich etwas dazu sagen. Number two, here he says we are convinced, not we are constantly trying to convince ourselves. Zweitens, hier heißt es, dass wir überzeugt sind und nicht, dass wir ständig versuchen, uns zu überzeugen. A lot of people, when they go through difficult times, they constantly try to convince themselves everything will work out for good. Viele Menschen, wenn sie durch schwierige Zeiten gehen, versuchen jedoch ständig, sich davon zu überzeugen, dass alles zum Guten dienen wird. And when it doesn't, they are so deeply disappointed. Und wenn dem nicht so ist, dann sind sie zutiefst enttäuscht. Many of us go through difficult moments, Viele von uns gehen durch schwere Momente and then this nice little sweet old brother or sister comes and says, don't worry, everything will work together for good, brother. und dann kommt diese süße, liebe, nette ältere Schwester oder der ältere Bruder und sagt, mach dir keine Sorgen, alle Dinge werden dir zum Besten dienen, Bruder. And sometimes it hurts us more than it actually relieves us. Manchmal verletzt uns das mehr, als dass es uns entlastet. So either you are convinced or you're not convinced. Also entweder bist du überzeugt oder du bist es nicht. And I'm telling you why many times we are not convinced and we try to convince ourselves. Und ich werde dir sagen, warum wir oft nicht überzeugt sind, wir aber versuchen, uns zu überzeugen. Because if the word of God and the promise of God has a condition, you can do whatever you want. Your heart will not be convinced. Denn wenn das Wort Gottes und die Verheißung eine Bedingung haben, dann kannst du machen, was du willst, dein Herz wird nicht überzeugt sein. Here are two conditions. Aqui nós temos duas condições. Hier sind zwei Bedingungen. That we actually love God. Die erste ist, dass wir wirklich Gott lieben. We are his lovers. Wir sind seine Liebhaber. And the second condition is that we've been called to fulfill his designed purpose. Und die zweite Bedingung ist, dass wir dazu berufen sind, seine Bestimmung zu erfüllen. You see, the second condition we all have fulfilled as soon as we're Christians. Die zweite Bedingung haben wir alle erfüllt, sobald wir Christen sind. Because we have been called to fulfill his purpose. We know that. Denn wir sind ja dazu berufen, seine Bestimmung zu erfüllen. Das wissen wir. But the first condition is that we have to be lovers of God. That means we have to walk in love. Aber die erste Bedingung ist, dass wir Liebhaber Gottes sein müssen, was heißt, dass wir in Liebe leben. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because if we do not walk in perfect love, Wenn wir nicht in perfekter Liebe leben, many things that happen to us will never work together for our good. werden viele Dinge, die uns widerfahren, uns niemals zum Guten dienen. You know, we plant bad seeds because we don't walk in love, then we reap the bad harvest. Wir pflanzen also schlechtes Saatgut, weil wir nicht in Liebe leben, dann ernten wir die schlechten Früchte. And then we simply try to quote this verse and say, oh, everything's going to work out fine. Und dann zitieren wir einfach diesen Vers und sagen, oh, alles wird gut ausgehen. It's not. Das wird es nicht.
So many Christians, things are not working out for their good at all. Zahlreichen Christen dient vieles überhaupt nicht zum Guten, Because they've never understood that this condition to this promise is vital. denn sie haben nie verstanden, dass diese Bedingung unerlässlich für diese Verheißung ist. Tal. Look, we live in a universe of love, Schau, wir leben in einem Universum der Liebe, in a universe of perfect agape love. in einem Universum von perfekter Agape-Liebe. How do we know that? Woher wissen wir das? Well, God created the universe, Nun, Gott erschuf das Universum and God is agape love. und Gott ist Agape-Liebe. So if agape love creates the universe, obviously the universe is run by perfect love. Wenn also Agape-Liebe das Universum erschaffen hat, funktioniert alles in diesem Universum durch perfekte Liebe. So anytime we don't live in this love and violate against its laws, Jedes Mal, wenn wir also nicht in dieser Liebe leben und gegen diese Liebe verstoßen, what is going to happen? was passiert dann? We literally live against the universe. Dann leben wir buchstäblich entgegen dem Universum. So then we're going to reap the very harvest of our own seeds. Dann werden wir die Frucht von dem ernten, was wir gesät haben. And things will not work out for good. Und die Dinge werden uns nicht zum Guten dienen. So if you learn to walk in perfect love, your heart will be convinced that it doesn't matter what you walk through. It will work out just fine. Wenn du aber lernst, in perfekter Liebe zu leben, dann wird dein Herz überzeugt sein, dass egal was du durchmachst, alles gut ausgehen wird. But if you don't walk in perfect love, you will never be sure. Doch wenn du nicht in perfekter Liebe lebst, wirst du niemals sicher sein. Tomorrow we are going into the second part of the meaning of this verse Morgen beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil der Bedeutung dieses Verses, to actually show how it's all going to work out. um zu zeigen, wie denn alles dazu dient. Because I've found that many Christians don't even know what that means, that it works together for our good. Denn ich stelle fest, dass viele Christen gar nicht wissen, was es bedeutet, dass es uns zum Besten dient. Can you imagine if every Christian in this world Kannst du dir vorstellen, wie jeder Christ dieser Welt would live his life in such a way that he's so convinced sein Leben so führen würde, dass er völlig überzeugt ist, that everything always will be woven together for good? dass immer alles zum Guten verwoben ist. This would be an incredible testimony for this world. Das wäre ein grandioses Zeugnis für diese Welt. So tomorrow we continue. Morgen machen wir also weiter.